Normalerweise ist es so der Lauf der Dinge, dass man geboren wird, man wird erwachsen, hat dann selber eine Familie und dann wird man alt und dann stirbt man. Manchmal ist es halt aber auch ein bisschen anders, so wie bei der Lena zum Beispiel. Ich bin gerade auf dem Weg zu Lena und der Anlass ist traurig, ja, weil ich Lena auf Wiedersehen sagen möchte. Lena ist sehr, sehr krank, die hat einen Gehirntumor, der nicht heilbar ist, der gestreut hat. Lenas Gesundheitszustand hat sich in den letzten paar Wochen massiv verschlechtert, sodass wir alle fürchten, dass ihre Lebenszeit, ihre restliche, sehr, sehr begrenzt ist. Man kann es nicht genau sagen bei Kindern, wann der letzte Tag gekommen ist, wann Lena sterben wird. Aber letztendlich müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass Lena das letzte Mal heute hier zu Hause ist, morgen ins Kinderhospiz fährt und dann ihre allerletzte Reise antritt, von der sie nicht mehr zurückkommt. Es ist ja so, dass wir von dem Zeitpunkt an, wo wir von der Krankheit von Lena erfahren haben, seitdem wissen wir ja, dass sie daran sterben wird. Und rein theoretisch bereiten wir uns seit über 2 Jahren vor, ob wir es wollten oder nicht. Also ich habe eher so dieses Gefühl von der Hilflosigkeit, dass man so hilflos nebendran steht und sich dann manchmal auch denkt, kann ich irgendjemand mal irgendwas tun? Also ich kann ja anscheinend nichts tun, aber es könnte doch mal irgendjemand was tun. Und das ist das, was, ja, also was zumindest an mir persönlich jetzt als Mama ziemlich zehrt, diese Hilflosigkeit. Da steht man nebendran und muss zugucken, wie einem das Kind weggenommen wird. Ich wünsche mir für Lena, dass sie halt keine Schmerzen hat, wenn es soweit ist. Und auch wenn sie jetzt nicht mehr groß irgendwas unternimmt oder erlebt, aber dass sie halt einfach, sagen auch bis zur letzten Minute so bleibt, wie sie ist. Mensch, Oma guckt uns zu von oben. Stimmt. Stimmt. Mhm. Hast du Angst, wenn du zu der Oma gehst? Weiß nicht. Aber du weißt ja, dass ich dich nicht allein lasse, wenn du zu der Oma gehst. Gell? Mhm. Sind wir alle bei dir. Und dann steigst du in das Boot ein. Und dann treibst du ganz langsam weg. Und wir bleiben alle am Ufer stehen und winken dir, gell? Und irgendwann, wenn dann die Zeit gekommen ist, dann sehen wir uns alle wieder. Die Oma, die Opa, wir zwei, Mama und Papa, die Kleinen. Gell? Und machen wir dich dann aber schon in den Sarg, damit wir dich nicht verbrennen, gell? Oder wie willst du? Ist dir egal? Hauptsache, wir sind alle da. Wie schnell sich alles gedreht und gewendet hat. Eigentlich könnte man es mit Wolken vergleichen, so schnell wie die sich verändert haben. So kam das einem ein bisschen vor, wie sich die Zeit gedreht hat. Sie bleibt für mich immer meine kleine Schwester.
Egal wann und wo. Weil das ist irgendwas nicht, was einfach da ist, sondern ist irgendwas, was da drin stattfindet. Also was mich traurig macht, einfach nicht mit ihr erwachsen zu sein, dass sie einfach nicht da ist. Das tut eigentlich am meisten weh. Sagen, der Mensch ist einfach nicht da, wo du ihn brauchst und gerne hättest. Und einfach dieses Loslassen. Weil eigentlich ist man ja die ältere Person und denkt eigentlich, einen selber erwischt es vorher. Und in dem Fall ist halt irgendwie nicht so. Ich bin eigentlich schon ziemlich überzeugt, dass sie sehr genau weiß, was auf sie zukommt. Ich glaube, in ihr drin weiß sie schon ganz genau, dass sie ja bald sterben wird. Aber ja, also ich habe so das Gefühl, sie will jetzt noch nicht sterben oder halt überhaupt, sie will nicht sterben, aber also das, was jetzt ist, will sie aber auch nicht. Der Tumor hat sich überhaupt nicht interessiert für die Sachen, die wir gemacht haben. Der interessiert sich dafür nicht. Der macht eiskalt im Prinzip das, was er seit jetzt über einem Jahr wieder macht, halt einfach wachsen. Und es spricht halt nichts an. Ihr geht es halt weiter schlechter. Und dann ist halt irgendwann dieser Moment, dass man einfach sagt, man gibt die Hoffnung. Ja, eigentlich will man sie nicht aufgeben, aber in gewisser Weise gibt man sie doch auf. Weil das ist jetzt auch so, ich sag jetzt, früher war ich immer mit einem Stillstand zufrieden. Und jetzt wäre, glaube ich, für uns ein Stillstand eher eine Katastrophe. Also ich sag jetzt so hart, wie es klingt, aber entweder hopp oder top. Also entweder wir kriegen jetzt die Kurve und es geht ihr mal wieder besser und sie kann ein bisschen mehr machen oder weiß nicht, ob man von Erlösen sprechen kann. Keine Ahnung. Also mir fällt es schwer zu sagen, sie wird erlöst. Ich weiß nicht, ob das eine Erlösung ist. Für uns jedenfalls nicht. Lena war mit ihrer Familie vor 3 Monaten schon einmal hier, hat das Haus erstmal kennengelernt, hat so eine kleine Auszeit genommen, sich erholt. Und jetzt kommt sie hierher ganz bewusst, um vielleicht ihre letzten Tage zu verleben. Jeder Mensch, der am Ende seines Lebens steht und dann seine Familie noch um sich herum hat und jedes einzelne Familienmitglied ist ja auch an einem Wendepunkt in seinem Leben, braucht ganz speziell den Blick auf sich. Das ist ganz, ganz wichtig und das kann sehr unterschiedlich sein. Eine Mama kann ganz anders auf ihr Kind schauen wie ein Papa und die Geschwister, jedes Einzelne hat eigene Sorgen und Nöte und Ängste, die es damit verbindet, mit diesem neuen Aspekt, der in ihr Leben tritt. Ihr habt mir ja schon erzählt, dass ihr wisst, dass Lena ganz, ganz schwer krank ist. Ne? Und ihr wisst auch, dass sie vielleicht sterben wird. Ne? Mhm. Auch hier. Nein, ja, vielleicht sogar hier. Mhm. Was glaubt ihr denn, wenn Lena stirbt? Ne? Manche sagen ja, der Mensch kommt in den Himmel oder man weiß ja, dass dann eine Beerdigung ist. Hm? Was glaubst du oder was glaubst du, Caro, wo die Lena dann ist? Bei Gott? Bei Gott? Okay. Bei Oma und Opa. Bei Oma und Opa? Mensch, das ist doch eine super gute Idee. Aber Lena geht ja nicht hoch in den Himmel. Nee? Lena bleibt
Lena wird ja am Boden sein. Mhm. Aber Der Körper, ne? die Seele zieht in den Himmel. Genau. Aber irgendwie ist es traurig, ungut. Dann ist sie bei Oma und Opa. Oma und Opa hatte sie auch mega lieb. Mhm. Und dagegen kann man nichts machen, gegen Krankheiten. Ja. Nicht Nein, wirklich, ne? So ein bisschen mit Manch- Medikamenten. Manchmal können es die Ärzte schaffen, dass sie heilen. Aber manchmal Manchmal eben nicht. ist die Krankheit zu stark. Mhm. Für die Kinder ist das natürlich schon schwierig. Und sie wissen ja auch, dass, wenn wir über das Thema sprechen, das uns halt allen einfach wehtut. Und ich glaube, das ist so, deswegen spricht man dann viel mal in der Familie einfach nicht darüber. Deswegen ist es auch so schwer, mit Elena darüber zu sprechen, weil jeder weiß, dass es halt alle traurig macht. Und da wir ja eigentlich viel lieber lachen, wie dass wir traurig sind, wird das Thema so ein bisschen auch, es ist zwar ständig da, aber es wird auch so ein bisschen verdrängt halt einfach. Wie geht's dir heute? Gut, eigentlich. Eigentlich gut. Und diesmal hast du deine ganze Familie mitgebracht? Ja. Machst du dir Sorgen? Sorgen um deine Familie, um deine Mama, um deine Geschwister? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich finde toll, dass ihr viel miteinander redet, ne? Und da sehr offen umgeht miteinander. Und auch deine kleinen Geschwister wissen, wie es dir geht. Das ist schon schön für eine Familie. Ne? So soll ja eigentlich Familie auch sein. Ja. Hast du denn einen Wunsch, was du mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern noch machen möchtest? Hier so in den nächsten Tagen? Ist sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Man versucht es zwar, ist aber fast nicht machbar. Wünsche in ihrer Situation würde ich mir, dass es vielleicht schnell geht und nicht noch lange sich hinzieht. So, sag jetzt mal, so schlimm sich das aber anhört. Mir tut es selber weh, Lena so zu sehen. Und in eine gewisse Art und Weise würde ich mir wünschen oder ihr wünschen, dass es halt einfach irgendwie schnell vorbei ist.